30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 12. Folge des YPC 21 und damit zur entscheidenden 4. Folge der Gruppe C. Hier schnell ein Überblick über die Ausgangslage. Daniel Andriani liegt dank einer Fullcard und 20 Topwater-Punkten mit 450,6 Zählern auf Platz 1. Er kann sich mit jedem Fisch verbessern, der mehr Punkte bringt als 63 und fischt weiterhin auf Barsch. Frédéric Julien liegt seit seinem 99er Hecht auf dem 2. Platz. Der punktschlechteste Fisch in seiner Fullcard ist ein 45er Zander. Topwater-Punkte hat er bisher auch noch keine. Er befindet sich momentan am Polder auf Hechtjagd. Für Florian Over und Dustin Schöne geht es zunächst darum, die Karte vollzukriegen. Beide brauchen hierfür nur noch einen beliebigen Fisch. Während Flo schon den ganzen Tag auf Hecht gefischt hat, ist Dustin nach einem gefangenen Barsch und einigen Aussteigern nun auch zu einem Hechtgewässer gefahren. Evert Oster mit 2 Hechten und einem Barsch sowie Malte Gatz mit einem Topwater-Barsch und einem Zander haben noch deutlich mehr zu tun, um die nächste Runde zu erreichen. Evert sitzt gerade im Auto zur nächsten Stelle, während Malte bereits erfolglos Strecke am Polder gemacht hat. Auch Flo hat nach einem fischreichen Morgen in den letzten 1,5 Stunden wenig Positives berichten können. Wir müssen jetzt Strecke machen. Es fehlt noch ein Hecht und dem laufen wir jetzt schon was länger hinterher. Also das ging heute Morgen so flott, dann der 82er. Jetzt kommt langsam der Mittag und es wird schwieriger. Aber wir haben noch 5 Stunden Zeit oder 4,5 Stunden Zeit, einen Hecht zu fangen. Das könnte noch klappen oder sollte eigentlich noch klappen. Oh, ein Fisch. Ein Barsch, ja. Jetzt habe ich natürlich nicht dran gedacht, Leute. Das heißt 10 Minuten Strafe für mich. Ich weiß es selbst. Rausgehoben, so ein kleiner Fisch auf so einem großen Köder. Tut mir fast ein bisschen leid. Ich werde ihn trotzdem mal messen, mal gucken, ob er wenigstens das Mindestmaß erreicht hat. Ein Mini-Barsch, zu klein, 22 cm müsste er haben. Die hat er nicht, das seht ihr. Und jetzt ganz schnell zurück mit dem kleinen Kollegen. Fisch! Oh, it's a really big fish. Yes! Ja! Full Card, endlich! Oh, das ist jetzt ein Ausgleich für den großen Fisch, den ich gerade verloren habe. Oh, der hat bestimmt... das ist bestimmt ein 80er Fisch. Oh, schnell messen. Wow, ich bin richtig durch jetzt. Aber warte mal, hier liegt die Measure Board. Kann man das kurz mit reinmachen und dass es nass wird. Extrem schwerer, großer Fisch. Geil. Im Gras hier kann man die so schnell ablegen. Der war wichtig. Jungs, der war wirklich wichtig. Und der Köder, der ist so ein dicker Fisch. Das ist der Maze Runner. Der bringt mir auf Hecht immer gute Erfolge. Oh, das ist doch ein wunderschöner Fisch für einen Polder. Puh. Gar nicht so lang, wie ich dachte. Aber so fett und massiv. Messen wir mal ganz schnell. Hier. 82. Sehr schöner Fisch. 82 Punkte, die brauchte ich jetzt wirklich. Sehr schön. Der darf schnell wieder zurück. Ich komme hier leider nicht mehr viel weiter runter, aber probier's. Oh. Direkt losgeschwommen. Yes. Das war der Erfolgsspinner, der hat mir schon so viele schöne Hechte gebracht. Der Maze Runner. Und was so besonders an dem ist, das sieht man hier an einem nicht geriggten. Er hat nämlich so eine Spirale, wo die Köder
raufdrehen kannst. Und somit hält der Köder viel, viel, viel länger am Haken. Und was auch gut ist, der sieht zwar so am Wasser, am Land ein bisschen komisch aus, aber im Wasser hat er so viel mehr Spiel. Ja, weil der Haken nicht bis hierhin durchgeht und den Köder versteift, sondern wirklich die Spirale nur bis hier ist. So hat er viel mehr Spiel und hält viel, viel besser. 82 Punkte. Dustin holt sich die Fullcard und kämpft sich auf den 3. Platz zurück. Auch Fred ist weiter auf Hecht unterwegs. Frog time. This one won't help, so we don't measure. That was bad. We need to go to the car. But that was fun. Da war ein Barsch. Wir kamen hier gerade am Spot an. Ich wollte eigentlich auf Hecht werfen. Und die waren so Futterfische und auf einmal sprangen die auseinander. Jetzt habe ich mal hier, weil so viel Kraut ist, den kleinen Easy Shiner montiert. Chebo-Rig, natürlich mit Stahl, weil da kann natürlich auch jederzeit der Hecht kommen. Und da gab es gerade einen kleinen Biss. Versuchen wir den irgendwie hier noch einen Barsch zu fangen. Also sind 23 muss er haben. Das wäre es schon. Gucken wir mal. Dann hätten wir auf jeden Fall Fisch Nummer 6. Wieder Biss gehabt. Was ist denn hier los? Aber das kann sein, dass das Mini-Barsche sind, die zu klein sind. Im Training hatte ich hier auch im Polder 23er Barsch. Aber wird jetzt reichen erstmal. Angeln wir natürlich noch weiter hier auf Hecht. Nochmal einen Hechtspot anfahren, weil die ja relativ aktiv sind anscheinend. Und dann würde ich echt probieren, die Zander zu verbessern und parallel immer mal zu gucken, ob irgendwo was an der Oberfläche raubt, um Topwater Points noch abzugreifen. Auf jeden Fall geht es jetzt zum nächsten Spot. Hoffentlich geht da was. The second spot, totally empty, not a single strike. So I'm a little bit starting to worry now about my entire game plan for today. Because in pre-fishing, I fished in zone 2 and 4. This was my number 1 spot. And it's totally nothing. Not a single strike, not a bite, no fish, zero. So I'm a little bit confused in my mind what to do next. Well, of course, I don't gonna stay any longer here because it's not useful to keep on hammering because when there is no fish, then there is no fish. So I know another spot, and I caught some zenders over there, like in numbers, but they were all small. But in minimum length they will do. So my plan is now to skip this spot, go to that spot and to never give up, because every cast a fish can hit the lure. And let's go to the new spot. Ja, 3, 2, 1. Kann weitergehen nach der Strafzeit. Da ist es. 10 Minuten Timer abgewartet. Ja, also weiter geht's. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich um die Zeit, aber gut, ich meine, ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass man bei so einem kleinen Fisch manchmal nicht dran denkt. Ich verstehe die Regel, dass man keine großen Fische auf irgendwelche Spundwände lüftet oder sowas, aber ja gut, wer rechnet bei dem Tackle mit so einem Mikrobarsch? Jo, echt! Yes! Oh. Da ist er im Kescher, kein ganz schlechter. Yes! So soll's laufen. Erster Hecht. 3. Wertungsfisch für mich. Maß hat er auf jeden Fall. Perfekt.
Geil. Ja, Moment der Wahrheit, das Messen. Wie groß ist er? Der hat 77 cm. Das sind gute Punkte, würde ich mal sagen. Gar nicht wahr? 76, sorry. Jetzt hat auch Malte alle 3 Fischarten. Er zieht an Evert vorbei, braucht aber trotzdem noch 3 Fische, um weiterzukommen. During this tournament, I really enjoy it also because I really discover new bait from the Berkeley range and also from the LMAB range. I'm fishing this coffee perch shad and I really like it because you can fish really slow, and especially here on the polders, that's what I want. I just put like 3 grams John weight on the shallow screw, 1 single treble there. I make it jump a little bit and I'm using the eye body to tilt a little bit like this and then slowly going down and then up again and swimming. The tail, I found it that it's really moving really well with almost no speed at all. I could remove the John weight and fish super slow. I don't want that now because it's more summertime, but in winter time I will use this shad without no weight at all and be super slow and fish very close from the surface in those shallow water, and that will be perfect. Very often I use this type of color with a good contrast between the back and the belly, because like this I get extra flash effect also when I'm animating the lures. So like this it can be sun or cover. It fits all kind of situation with one without changing too much. So that's what I want today. I don't want to waste time. I just want to cover as much place as possible. So yeah, that was some tip. Coffee perch did the job today, and we're gonna try to get another big one with it. Während sich Fred die Zeit nimmt, ein wenig zu seinem Tackle zu erklären, ist Evert an seinem neuen Spot angekommen und spekuliert über die Tabellensituation. Okay, I have to repack myself because I'm 100% sure, no, even 1000% sure that Fred is under me in the ranking, that he will catch some fish and then he will come over me and I lose my number 3 spot. So I go all in for the new spot and at least stay ahead of Fred. I don't have the ambition for winning from Dustin and Daniel, but that's not necessary because the top 3 will continue. But my biggest fear is Fred for today. So I need to step up and catch at least some fish. Otherwise I lose my number 3 spot. Fish. In the first cast. Don't make another mistake. I was almost ready to lift it. I hope it's 22. Yeah, it's over 22. It's 25.5, so that means it's 26. I have a long handle, especially for the blocks, so I don't have to throw in the fish. Always gentle release. And off she goes. First cast. It's not a sender, but I'm still happy. 2 more fish to go. Auch wenn Evert damit noch lange nicht unter den Top 3 ist, immerhin lässt er Malte mit dem Barsch erstmal wieder hinter sich.
Daniel ist am 3. Spot angelangt, doch auch hier möchte er wieder einen Barsch fangen. So, wir sind jetzt am nächsten Spot angekommen. Wird wie bei den letzten Spots natürlich auch mit Topwater anfangen. War auch bis jetzt ganz gut heute, der Topwater, fast am besten. Jetzt, Barsch. Ist auch nicht so groß leider, aber wieder ein Barsch auf Topwater. Zack, da ist er. Noch der nächste Barsch auf Topwater, der Yo-Zuri, der brauchen wir nicht zum Essen. Nächster Topwater-Fisch, also man sieht, oh, zack. Man sieht, mit Topwater kann es durchaus echt gut funktionieren. Also natürlich, jetzt habe ich ein gewisses Vertrauen in die ganze Geschichte heute. Aber generell ist es immer eine gute Idee, das zu probieren im Sommer, in den heißen Sommermonaten. Die Fische jagen gerne an der Oberfläche. Ja, und es scheint diese Yo-Zuri-Poppe macht echt genau das Geräusch, worauf die Fische stehen heute. Richtig schön. Okay, this is totally different than we fished before. You see over here the line of the current. You can see it's curly over there, and inside it's like flat calm. Fishing for zander, in my perspective, I always cast on the line of the current and the flat waters. And in that line, just close to the current line, it's the best for zander. If you cast into the current, then you need like 50-60 grams. That's too heavy. But if you catch just outside, that's perfect to catch the zanders. So, and that's what I'm doing on this spot. For this kind of fishing, I also use the Lizard X in the 9 footer. That means it's 2 meters 70. And what I will do is I lift up the tip of my rod and I feel the jig head fall at the bottom. And when I feel it fall, I just retrieve it 2 times, and that's the zander. It's not a huge one, but I'm so happy with this fish. And like I tell you, it was just outside of the current line. It's a nice zander. It's not a monster, but I'm happy with it. 1 fish to go. Never give up casting. The Piglet Shed from Strike Pro. And it's over 50, 50 and a half. So that means that's a 51 zander. One fish to go. Evert fängt seine 3. Fischart, seinen insgesamt 5. Wertungsfisch und rückt damit langsam Floh auf die Pelle, bei dem nach wie vor nicht viel passiert. Gerade eine Durststrecke hier am Start. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Brassen. Hier vorne im Flachen. Krass. Also ich schätze mal kein Hecht. Da ist noch einer. Ich sehe es. Was ist das? Yes! Oder habe ich einen Fisch gehakt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, das war kein richtiger Biss. Aber er kommt mit. Geil. Doch, ist ein Hecht. Jo. Da ist er. Der kommt. Das ist kein Riese. Kommt gut mit. Ui. Oh, nicht schlecht. Nicht so schlecht. Hängt noch ganz vorne. Boah. Wie gesagt, ein Wurf. Noch darüber. Ist kein schlechter. Ja! Das war er, ey! Gleicher Spot, wo eben der 82er kam, haben 1,5 Stunden eine andere Ecke abgesucht. Und der hat auch 70 plus.
so lange dem Fisch hinterhergelaufen. So, der wird sich schnell vermessen. So Leute, der Fisch liegt vorne an. Guck mal, hier ganz verkümmerte Vorderlippe. Aber hier vorne liegt er an. Verkümmerte Oberlippe meine ich. Und jetzt streichen wir ihn glatt. Ey. Und der berührt die 80. Der nächste 80er. Das ist unfassbar. Richtig alter Fisch. Glaube ich, wurde auch schon öfter mal gefangen. Der Gute darf jetzt natürlich wieder schwimmen. Richtig alter Fisch. Da schießt er weg. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Alle Fische voll und 2 80er aus dem Poldern. Ey. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Na, wer sagt's denn? Flo beendet seine Durststrecke mit diesem tollen 80er, macht seine Karte voll, holt sich Platz 3 zurück und liegt außerdem keine 2 Punkte hinter Fried. Das war wieder der Erfolgsköder. Hatte eben meinen Barsch mit dem orangenen Bauch abgerissen und jetzt mal hier das Modell probiert. So ein bisschen Holofolie eingearbeitet. Jetzt mit der Sonne vielleicht auch ganz geil. Und ja, hat direkt funktioniert. Die Karte ist voll. 2 Hechte mit 80 cm dabei. Das sind gute Punkte. Dann der Barsch gestern, das sind ja auch nochmal 80 Punkte. Ich habe einen 57er Hecht in der Liste. Den könnte man versuchen, noch ein bisschen abzugraden. Das wäre jetzt das Ziel. Ist die Frage, ob ich hier bleibe. Ich habe noch ein Gewässer, was ja, knapp eine Stunde Fahrt ist, wo aber auch dicke Hechte kommen. Also da kann man gerne mal oder schnell mal einen 90 plus Fisch fangen. Aber das ist jetzt ein kleiner Gamble. Eine Stunde im Auto sitzen oder hier lang noch ein bisschen Strecke machen und versuchen, da noch ein paar Zentimeter drauf zu packen auf den 57er. Ich glaube, ich trinke mal kurz was, esse was und dann werde ich mich entscheiden. Yes. Come on. Voila. Voila, voila, voila. 55. Not an improvement. 56. A small jack, 56. Fun to catch, but no improvement for me. So, see you later. Some action, that's fun. Fish! Yes, drin im Kescher.
Wieder auf den Scanner. Ich halte ihn hier mal kurz im Wasser. Scale werfe ich einmal leicht vorsichtig mit rein, dass die nass ist. Große Zange für die Hechte parat legen. Und dann nehmen wir ihn mal raus. Hat sich auch schon wieder selbst abgehakt. Das ist der Fisch. Nicht ganz so groß wie der erste, aber immerhin ein Hecht. Und mich freut es sehr. Fehlen noch 2 Fische für die volle Karte. Drückt die Daumen. Das sind 68 cm, wenn ich mich nicht vergucke. 67, warte mal, 66, 67 cm. Ja, freut mich sehr. Super Fisch und zurück mit dem kleinen Süßen. Yes, bam. Klasse Hecht für Malte, der damit weiter Boden gut macht. Noch hat er erst 4 Fische und liegt daher noch auf Platz 6. Doch durch seine Fischgrößen und die Topwater-Punkte ist er noch total im Rennen. Alles ist offen. Ja, ich muss sagen, Leute, ich meine, jetzt habe ich meine Karte voll gemacht. Aber ich bin natürlich immer noch extrem nervös. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft bei den anderen Leuten. Ich würde deutlich besser fühlen, wenn ich sage ich mal so ein Ü40er Barsch. Das würde mir wirklich viele Punkte bringen. Ich glaube, es würde eine Verbesserung von bestimmt 15 Punkten oder so. Und dann würde ich mich deutlich selbstsicherer fühlen. Das ist ein 18 Gramm Baitcaster, unser LMAB Prototyp. Richtig nice. Geiles Gefühl, also leicht, straff, also genauso wie ich das mag, ehrlich gesagt. Auch schön optisch, auch sehr schön. Gefällt mir sehr. Freue mich, wenn die endlich mal rauskommen. Barsch. Auf der Crackbait. Ah, schade. Schöner Biss auf der Crankbait. War ein Barsch. Aber gleich wieder abgekommen, weil man sofort gespürt war ein Barsch. Immer diese schöne vibrierende Bisse. Ah, schön, aber immerhin sind die noch da. Kommen immer wieder. Die Sache ist ja, an diese großen Flüssen, die Barsche patrouillieren hier vorbei, vor einigen an den steinigen Bereichen. Also wenn ihr auf diese großen Flüssen hier angelt, wichtig ist zu versuchen, einfach so irgendwelche Bereiche, wo es gibt viele Steine und die Steine im Wasser gehen. Und da, meistens in der Nähe, sind dann auch die Barsche. Und natürlich im Sommer, was muss ich sagen, für mich am absolut am meisten Spaß macht, einmal einfach wegen des Wetters, wenn man angelt, aber zweitens auch diese Art von Anglerei, schön flach zu angeln, richtig flach teilweise. Teilweise ist es nur 10, 15 cm und dann kommen die Bisse, es ist so geil. Daniel hat auch an seiner dritten Stelle viel Fischkontakt. Das erhofft sich auch Dustin an seinem nächsten Spot, auf dem er es auf Barsch und Zander probiert. Ja. Oh ja, Fisch! Fisch, 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 Fisch! Fisch! Ja, ich glaube, das ist keine Verbesserung, aber zumindest ein Fisch. Und was mich besonders freut, auf meinen Prototypen, Nace Prototyp, richtig schöner Köder, der ist voll reingeknallt. 56 cm, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, der darf schnell wieder schwimmen. Die neue Stelle liefert sofort. Schöner Fisch für Dustin. Er kann einen 46er Zander ersetzen und verbessert sich um 13 Punkte. Doch für den dritten Platz reicht das noch nicht. Doch vielleicht kommt ja gleich noch ein Fisch. Ja, der Fisch hat mich besonders gefreut, weil er hier auf unseren Prototypen kam. Mit integriertem Blei. Sehr schöner Köder. Jetzt wechsle ich aber den Köder, um was anderes zu machen. 56 cm hatte der, das ist eine ganz gute Verbesserung. Ich glaube, zusammengerechnet 72,8.
Mein kleinster Fisch vorher war, glaube ich, ein 61er, 62er Hecht. Also das ist schon gut. Jetzt habe ich über 410 Gesamtpunkte. Bin ich zufrieden. Also es könnte natürlich immer besser laufen, aber ist schon okay. Jetzt geht es weiter und ich hoffe, ich fange mal was. Den kompletten Polderbereich haben wir abgesucht. Wir haben richtig geackert jetzt für den 4. Hecht. Und ich hätte jetzt noch ein Gewässer, was auch gut für Hecht wäre, aber das ist über eine Stunde zu fahren. Von daher habe ich jetzt in der Nähe der Polder hier so einen Kanal angesteuert. Da kann auch immer ein guter Hecht kommen und werde aber auch noch so eine Twitch-Route mitnehmen. Also das war ja gestern der Köder, der alles wieder möglich gemacht hat. Weil Barsch und Zander gibt es hier bestimmt auch. Den 57er Hecht würde ich gerne noch ein bisschen upgraden. Von daher, wir probieren das jetzt mal. Hoffentlich kann ich den einen Hecht noch ein bisschen upgraden. He jumped out of the water. Can you believe it? Yes. Improvement. Improvement. 67. 60. Yeah, 67. Yo. Woohoo. That's good. But I have one problem. I get only one coffee roach with me and he cut the tail. So now I'm gonna need to change. Gute und schlechte Nachrichten für Fred. Während er einen 45er Zander aus der Wertung werfen kann und ihn der Hecht nochmals um 8,5 Punkte verbessert, ist sein Erfolgsköder hin. Sein einziger Köfi Perch Shad in Purple Wave gibt nach 3 gelandeten Hechten den Geist auf. Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen für den Franzosen aus dem Grundens Team. Malte macht derweil richtig Strecke. Malte, Oh. you wake up too late. I'm fine. And you? Fine. Yeah. Not expected to meet you here. No? No. So many polders. Yeah, and we end on the same. It's Yeah. crazy. Oh man, Tough day? it's hard. Yeah. Training was much better. Yeah. For me training was bad, so doesn't change. Yeah. Okay man, Good luck. Yeah, See you same today in for the you. evening. have fun. Ja, jetzt hier Fred zu treffen, ist alles andere als geil. Freut mich gar nicht. Normalerweise sehe ich ihn sehr gerne, aber heute ja total schlecht, ihn hier zu treffen. Ich weiß, er hat jetzt die Strecke, die ich noch vor mir habe, gefischt. Das heißt, ich kann sofort zum Auto laufen. Ich weiß nicht, wo er hier geangelt hat. Vielleicht ist er hinten, wo ich gefischt habe, schon rüber. Vielleicht habe ich deshalb so schlecht gefangen. Ich weiß es nicht, weil im Training hatte ich hier deutlich mehr Kontakte. Ja, weiter geht's. So now we're gonna go to another polder. The thing is that since we saw Malte and we also saw another Belgian guy that was around fishing, I fear that all the polders that I have around that are good have been fished today maybe and potentially during the weekend because it's a very easy accessible area. Taking the ferry and going on the other side, I found some polders myself alone. And I expect them to be more private. So let's go and see what happens if I can get the top water point now. Okay, we're heading for the next spot. You see, taking me some garbage. When I leave a spot, even if it's not mine, I always take the garbage somebody else because I like clean fishing areas, and if everybody takes 1, 2, maybe 3 pieces of garbage, you always can fish clean. Daniel
hat eine längere Autofahrt hinter sich und ist nun an einem anderen Fluss angekommen, an dem er es in erster Linie auf Zander und Hecht versuchen möchte. Ja, ich habe einen Spot, der nicht weit weg ist. Ich hoffe, dass ich nicht mal dahin fahren muss. Ich will mal eigentlich hier abfischen. Habe ziemlich viel Vertrauen in der Stelle, auch wenn es eine Weile nicht beißt. Irgendwann wird der Fischer wieder hier vorbeikommen. Also man kann wirklich überall hier rumfischen. Also von der Spitze der Bühnenkopf kann man natürlich raus in etwas tieferen Wasser. Links von uns in der Bühne ist so sehr viel Kraut, wo man immer wieder mit Chatterbait auf Hecht probieren kann. Es ist im Training mir auch gelungen, einen Hecht da zu fangen. Und hier direkt vor mir ist auch sehr flach, aber es geht auch tiefer, weil ihr seht, da gibt es so eine Anlegestelle hier, wo ich angel. Und dadurch wird das auch immer wieder ausgespült, jedes Mal, wenn das große Boot wieder wegfährt. Meine Hoffnung ist natürlich jetzt, mindestens 2 Fischer zu verbessern. Und ich glaube, die Zeit reicht auch. War eine lange Zeit jetzt im Auto verbracht, aber ich hoffe, dass das Risiko zahlt sich am Ende aus. Fecht! Jo! Oh. Yes! Ja, Mann, das ist nur noch ein Fisch. Ein Fisch noch. Oh, yes. Yes! 77 Punkte, würde ich sagen. Malte fängt seinen nächsten Hecht und wieder ist es ein guter. 77 weitere Punkte gehen auf sein Konto und plötzlich reicht ihm ein 55er Hecht für Platz 3. Wer hätte das nach dem zähen ersten Tag gedacht? Dustin, der unbedingt auch noch einen Fisch zum Weiterkommen braucht, ist an seiner letzten Strecke für heute angekommen. Vermutlich letzter Spot. Jetzt gehen wir ein bisschen Flussangeln. Wasser ist sehr trüb und ich sage es ja immer wieder. Nachts und trübes Wasser, meine Lieblingsfarbe schwarz. Ich fange erstmal klein an, gehe dann größer. Mal sehen, ob das klappt. Sonst gehe ich mal auf was Grelleres. Ich denke immer noch an den Fisch, den ich heute Morgen verloren habe, den dicken Barsch. Wäre schon schön, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen uns verbessern könnten, damit ich nicht die ganze Zeit daran denken muss. Drückt mir noch ein letztes Mal die Daumen und ich hoffe, ich fange jetzt hier noch was Schönes. Well, last spot. This is like a sheltered spot in the river system. In front you have a deep hole. Since the water level is so high, you can't walk on the piers because the current is coming over it. And from this point I can even still cast into the deeper areas. So that's why I use this spot as the last spot. And I think on this spot the easiest fish to be is the Zander, but the conditions are tough, but let's hope for the best. Yes! This is a nice perch. Yes! Yes! Fish number 6. Haha! And it's 38 centimeters. Mouth attached to the line, 38. Quick release. Yes! Fish number 6, full card. Full Card für Evert.
Der 38er Barsch bringt ihm den ersehnten 6. Fisch, doch mit 2 kleinen Barschen in der Wertung kann er nur auf Platz 5 vorrücken. Mindestens einen besseren Fisch braucht er noch fürs Weiterkommen. Last post to Tony for the full card. Well, I hope it's not the last, but it's for the 6 fish. I feel quite relieved now because I see it as a personal blame if I can't fish a full card. And that's one of my achievements that I set as a goal. And that's fulfilled. I'm calm now. And I'm gonna take some more. Ich muss immer noch sagen, dass es mich jetzt auf jeden Fall ein bisschen ruhiger angeln lässt, dass ich nicht ständig sehe, dass irgendjemand fängt. Ich habe das Gefühl, dass ich heute nicht ganz so angespannt bin. Ob es jetzt daran liegt, weiß ich nicht, aber ich weiß lieber nicht, was die anderen fangen. Ich habe jetzt hier noch eine andere Ecke angesteuert. Wir hatten den Kanal gerade ein bisschen abgeangelt, leider ging da gar nichts. Und habe jetzt hier so einen Polder angesteuert, der eben Anschluss an den Kanal hat. Ist jetzt gerade relativ klares Wasser, finde ich aber ganz gut zum Hechteangeln. Viel Wasserpflanzen, aber die stehen nicht ganz bis zur Oberfläche. Also komme ich relativ gut mit der Granate, mit der Hechtgranate durch. Von daher machen wir das jetzt noch ein bisschen. Ein 70er. Wenn das noch klappt, dann bin ich mehr als zufrieden. Was haben wir gesagt? Malte braucht einen 55er Hecht für Platz 3 und da ist ein 59er. Der Rostocker zieht an Evert, Dustin und Flo vorbei und hat die Aufholjagd, Stand jetzt, tatsächlich perfekt gemacht. Momentan sind Daniel, Fred und Malte weiter. Flo, Dustin und Evert sind raus. Boah, was ein Tag. Ja, ich würde mal sagen, echt noch irgendwie gerettet den Tag. Scanner sei Dank. Pike scheinen sie zu mögen. Ja, wir sind jetzt nochmal auf einen neuen Abschnitt gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wir hatten ja Fred getroffen. Ich habe dann nochmal ein bisschen gesucht. Ich war hier noch gar nicht. Das ist jetzt echt so ein Blindschuss und hier kamen jetzt relativ schnell 2 Fische. Ich habe noch eine Option, auf den Barsch oder auf den Zander zu fahren, aber die Karte ist voll. Ich hadere mit mir sehr, ob ich jetzt, es sind noch 1,5 Stunden auf der Uhr, ich fahre bestimmt eine halbe Stunde, ob ich noch diesen Risk-Move mache, um noch eine halbe Stunde dann nachher zu angeln. Jetzt laufe ich erstmal noch ein Stückchen weiter. Guck, ob die Hechte hier weiterhin aktiv sind. Wenn die nächsten 20 Minuten was passiert, werde ich wahrscheinlich auf dem Hecht bleiben. Ansonsten wechsle ich nochmal die Taktik. Also bleibt dran. Warum ich hier in kurzen Hosen sitze und euch jetzt von einem Adventskalender erzähle, ich gebe es zu, es ist ein bisschen absurd, aber ich wollte keine Zeit verstreichen lassen, dem YouTube Predator Cup Publikum vom besten Deal des Jahres zu erzählen. Ihr findet in diesem Kalender 24 exklusive Produkte von 11 Top-Marken. Exklusiv bedeutet, hier sind keine Restbestände aus irgendwelchen Lagern zu finden, sondern eigens produzierte Produkte nur für diesen Kalender. Exklusive Farben, exklusive Zusammenstellung, also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Darüber hinaus gibt es wieder 24 Möglichkeiten für einen Hauptgewinn. Wir haben nämlich wieder an jedem Tag ein goldenes Ticket versteckt. Ihr könnt zum Beispiel einen Angeltag mit Dustin Schöne gewinnen, ein Guiding mit Enrico Di Ventura oder einen Topwater-Kurs mit Mark Ptaschowski, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und wer mit Exklusivität, Top-Marken und goldenen Tickets nichts anfangen kann, für den haben wir jetzt noch ein letztes schlagkräftiges Argument, nämlich den unglaublichen Preisvorteil. Wir haben hier einen Warenwert von ungefähr 175 € im Kalender verpackt und kaufen könnt ihr den Kalender für 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist bereits seit einer Weile vorbestellbar. Es haben auch schon sehr, sehr viele diesen Kalender vorbestellt. Daher, wer einen möchte, guckt bitte unten in die Videobeschreibung, klickt auf den Link, kann seinen vorbestellen und supportet damit natürlich auch wieder den YouTube Predator Cup. Und wir sind wieder im Auto, fahren jetzt hier ein bisschen rum, testen verschiedene Polder noch aus.
Ja, gute Stunde Zeit noch. Ein besserer Hecht, das ist das Ziel. Flo lag ein Großteil des Tages auf einem Qualifikationsplatz, doch Maltes Hecht hat ihn auf Platz 4 abrutschen lassen. Er sucht weiter nach einem besseren Hecht, den er aktuell auch dringend brauchen würde. Noch schlechter sieht es für Dustin aus. 1,5 Tage lang lag er immer mindestens auf Platz 3, nun ist er nur noch 5. Er angelt Buhne für Buhne ab und hofft auf einen besseren Zander, um seine Full-Card aufzuwerten. Ja, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde zu fischen. Wenn man Masse fischen will, dann wäre ein kleinerer Köder hier bestimmt besser. 3,5 Inch anstatt 5. Aber ich muss natürlich ein bisschen meine Zander verbessern. Und deswegen gehe ich mit einem größeren Köder hier jetzt an den Start. Aber vielleicht habe ich ja Glück und fange noch einen großen. So, die letzte Stunde bricht ein. Habe gerade eine Zanderbiss bekommen, leider verpasst. Und ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich nervös. Also habe natürlich mein Minimum-Ziel erfüllt. Und das war wirklich alle 6 Fische voll zu machen, plus die Topwater-Punkte zu bekommen. Und das habe ich schon hingekriegt. Aber ich weiß, dass ich bin in einer sehr, sehr, sehr starken Gruppe. Ich weiß nicht mal, wie viele Punkte ich genau habe. Grob überschlagen ungefähr 440 vielleicht oder so. 445. Und ich glaube nicht, dass das reicht, ehrlich gesagt, leider. Ist einfach, ich denke schon in den anderen Gruppen hätte das wahrscheinlich gereicht, aber ich schätze Leute echt stark ein. Ich muss jetzt in der letzten Stunde einfach einen Fisch fangen. 1 so 6er Zander und dann würde ich mich deutlich besser fühlen. Oh Mann, anstrengend ist dieses Polderangeln, ja. Die letzte Stunde ist angebrochen. Leider jetzt einmal verlaufen, ein bisschen Zeit verloren. Jetzt heißt es, so schnell es geht, hoch zum Auto und dann nochmal ein kleiner Location-Wechsel. Wird zwar jetzt anstrengend, aber ein paar Minuten gibt es dann an der neuen Location noch für ein paar Würfe. Also Daumen drücken. Changing lure. Because I caught the perch and it was just in front of the blocks. Maybe there is perch hunting. And with the heavy jig heads, it's too dangerous to fish along the blocks. So with the cranky X, the shallow, maybe I can get some perch, big ones. Yeah, fish. Right away, big one. A really big one. Ha, Zender. On the crank. Can you believe it? Yes! Second cast. And it came off in the net. My mind says maybe they are close to the blocks. It came off in the net. I netted it and then it went off. This is for sure an upgrade. Here. It's 51, you see the gold line, 51 attached to the board. I was aiming for perch, not expecting a Zender so close to the blocks and the shore. I'll do the quick release now. Lucky for me, I'm trained in the military to do mountaineering. Bye bye! Whew. Stepping up, releasing the tiny perch with an upgrade of 51. Goody goody. Auch wenn es nicht der erhoffte Barsch ist, dieser Zander ersetzt einen 24er Barsch und plötzlich ist Evert wieder ganz nah dran am Weiterkommen. Ein 77er Hecht, ein 39er Barsch oder ein 60er Zander würden ihm jetzt für Platz 3 reichen. Die letzte Angelstunde ist angebrochen und alle 6 Angler können mit einem einzigen Fisch die nächste Runde erreichen. Ich arbeite mich hier immer noch durch die Polder auf der Suche nach dem nächsten 70 plus Hecht. Vielleicht klappt es noch, vielleicht nicht. Bin auf jeden Fall happy mit dem Ergebnis.
Immer wieder wird man ja gefragt, was man so für einen Tackle fischt. Das ist jetzt eine Route aus der Chuton-Serie, 2,10 Meter lang, ist eine MH, also mit einem Wurfgewicht von 25 Gramm angegeben, kann ein bisschen mehr ab, steht auch drauf, dass sie ein bisschen mehr ab kann, maximal 35 jetzt. Also ich belaste sie natürlich mit dem Scanner schon sehr. Das mache ich aber aus dem einfachen Grund, dass die Hechte den Köder sauber aufnehmen können und ich hier keine weiten Würfe machen muss. Ja, meine Rolle ist eine THG 200 aus der Ganki-Serie. Ja, eine schöne Beetcast-Rolle, relativ starke Bremse und als Schnur fische ich eine Ironline von uns. Das ist ein Vierfachtgeflecht, reicht hier im Polder aus, schneidet besser durch, falls man mal irgendwo festhängt in den Seerosen, im Kraut oder so. Und das ist jetzt eine 20er, also bloß nicht zu dünn fischen, hier angelt man viel auf sehr kurzen Distanzen und nicht, dass man Fische verliert. Das ist der Bullfrog, auch ein neuer Köder von uns. Ich habe hier unten im Offset einen John Wade drin. Normalerweise fische ich ihn auch im Offset-Haken, wenn ich wirklich ins Cover muss, das John Wade, um ihn ein bisschen auf Tiefe zu bringen. Hier unten läuft er sehr, sehr sauber und sehr, sehr gerade, wenn man ihn da montiert. Ja, und jetzt nehme ich den als Trailer für mein Chatterbait. Hier sind nämlich auch überall Seerosenfelder und so, da sitzen bestimmt ein paar Frösche drin, dass die Hechte das auch kennen. So sieht das ganze System dann fertig aus. Ein großer Haken. Hoffen wir, dass es keine Fehlbisse gibt und ja, damit geht es jetzt los. Könnte 60, 70 haben. Richtig großer Fisch. Richtig harte Kopfschläge. Weil wenn das ein Zander ist, ist das eine richtige Klamotte. Schöner Zander. Ja! Ja! Alter! Schwarze Köder, 10,04. Was ist das für ein Vieh, bitte? Am Tag. Was für ein Einschlag, was für ein Drill. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin am Zittern. Oh Mann. Ich habe so lange überlegt, was ich mache und dachte, ey, wenn, dann Flussfischen. Das hat sich gelohnt. Ich dachte eben schon, ey, ich verliere den wieder. Wow. Wow. Schnell messen. Kleiner als ich dachte. 75. 75. Der ist so fett. Ich dachte, der ist größer. Unglaublich! Auf Platz 5 zurückgefallen, schlägt der Favorit doch noch zurück. Und wie? Der bisher zweitgrößte Zander des Turniers bringt Dustin 97,5 Punkte und lässt ihn richtig in der Tabelle klettern. Er ersetzt einen 46er Zander vom Vortag und springt von Platz 5 auf den ersten Platz. Das zeigt aber auch, wie eng das Feld beisammen ist. Nun ist Fred Dritter und muss hoffen, dass Malte, Flo und Evert, die nur knapp hinter ihm liegen, ihre Wertung nicht mehr verbessern können. Ja, ich richtig einen mitgekriegt. Richtig tief geschnitten hier vorne am Finger. Aber für so einen Fisch, ich hätte tatsächlich gedacht, weil er so stark war und so fett war, dass er noch größer ist. Aber tagsüber hier ein 75er Zander, saugeil. Super Improvement, freut mich natürlich. War die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Was mich natürlich auch sehr freut, ist, dass wir den Fisch jetzt hier mit unserem Prototypen mit der Nace One gefangen haben. 40 Gramm Wurfgewicht, 45 Gramm, 2,35 Meter lang. Perfekt hier für die Buhnen. Ich bin so happy. Ja, jetzt ist der Fisch von heute Morgen tatsächlich auch vergessen. Strike. Ja, jetzt hatte ich gerade einen Biss, nochmal einen knallharten Biss hier vor den Füßen. Kurz vor Schluss. So richtig viel Glück hatte ich heute jetzt nicht. Also klar, ich habe einen 75er Zander gefangen, einen 80er Hecht und 37er Barsch. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte Pech, aber ihr erinnert euch an den großen Barsch, den ich heute Morgen verloren habe. Wirklich ein Spot, wo eigentlich nur Barsch ist. Das war schon sehr, sehr ärgerlich, aber am Ende bin ich ganz happy und jetzt muss ich erstmal aufpassen, dass ich hier nicht abrausche. Aber ich habe noch ein paar Minuten übrig, vielleicht fange ich ja noch einen.
So, die letzten paar Würfe. Der Zander wollte echt nicht auf der Stelle. Ob das vorbei ist für das ganze Turnier, weiß ich nicht. Würde ich in ein paar Stunden erfahren. Habe kein gutes Gefühl. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Können Malte, Flo oder Evert die Wertung nochmals durcheinander wirbeln? Oh, it was a good strike. So hard. It's not a huge one, but well, it's a decent one. It's the heaviest so far. It's the heaviest so far. Come to daddy. Yes! Upgrade. Haha. Oh. Yes, sir. Oh, it was a good strike. Boom! Oh, the lures totally disappeared. So he was really eager to grab my lure. I used the BFT hook out. Let's check. 55,5, sieht? Toller Zander, aber ein paar Zentimeter zu klein. Der 56er ersetzt einen 26er Barsch und Evert klettert nochmal um einen Platz nach vorne. Doch für Platz 3 reicht es nicht ganz. Wenig später ist die Angelzeit bei allen Anglern dann um. Ich freue mich auf der Auswerbung heute Abend. Es wird gespannt. Ich konnte noch einige Fischen verbessern. Und hoffentlich ist das genug für einen dritten Platz. Tough second part of the afternoon. No fish. I struggle a little bit, and yeah, the polders that I choose, this one now is full of dirt. They are cutting the grass, and the other one was in full sun and didn't deliver. So that's the game. I just hope that no one get a super good day, because I think with my day I can climb in the top 3 back and make it to the second round. So let's cross finger, go back to the camp and see this right away. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss sagen, mich hat es extrem viel Spaß gemacht. Also meine Vorbereitung für das Turnier war hart. Und ich habe natürlich Tage gehabt, wo ich auch besser gefangen habe. Ich meine, zum Beispiel an dem Spot, wo ich jetzt gerade stehe, habe ich natürlich auch gute Tage gehabt. Aber all in all, es war schon ganz gut. Vielen, vielen Dank an euch alle, die mich supportet haben. Ich lese immer die Kommentare, ich kriege viele Nachrichten von euch. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Vielen, vielen Dank. Ob die Reise weitergeht oder nicht, würde ich, wie gesagt, in ein paar Stunden erfahren. Ich würde so gerne weiter dabei sein. Ich bin fertig. Ich habe fertig. I think for myself, besides if I'm going to the next round, I'm satisfied because I filled my cart with the right species, did some upgrades. I like the competition. It's well organized. I'm looking forward for tonight to see the results. I cross my fingers that I'm in the top 3. With a little bit of luck I am, but you never know, that's fishing. Anyhow, if I don't go to the next round, it was my pleasure to do this. I hope you guys have a good show. I try my best to give you some information how I fish and so on. Anyway, besides me and the Catch with Care company, thank you for watching me, and hopefully I see you in the next round. Keep on hammering. Vorbei, aus und vorbei. Ja, was soll man sagen? Ein richtig harter, anstrengender Tag. Ich weiß gar nicht, was wir heute an Schritten gerannt sind. Also das waren bestimmt einige. Ihr seht, Verluste gehören dazu. Ich hatte echt keine Lust, den Kescher heute zu tragen. Da habe ich den hinterher gezogen. Das muss abgetaped werden dann mal. Und
ja, ich glaube, wir haben so ein paar Meter gemacht, aber es hat sich gelohnt. Karte ist voll. Ich bin gespannt auf die Verkündung nachher. Heute haben wir wirklich alle im Dunkeln gefischt. Keiner weiß, wie es bei den anderen ausgegangen ist. Und ja, das wird richtig spannend. Danke an die Hechte und ja, danke an meinen Kameramann, dass der so viele Kilometer mit mir hier gerannt ist. Jetzt müssen wir noch mal zum Auto. Das ist auch noch mal ein ganzes Ende. Und dann freuen wir uns, glaube ich, alle nachher auf ein kühles Bier und eine geile Dusche in der Unterkunft. Ein bisschen runterkommen. So, das war mein letzter Wurf. Ja, wir haben ganz schön das Poldergebiet hier durchgeackert. Ja, im ganzen Gebiet, glaube ich, jeden Polder angetestet über den Nachmittag. Aber das Ziel ist erfüllt. 4 Hechte wollte ich heute fangen, die habe ich gefangen. Auch wirklich 2 gute Fische dabei. Das mit dem Upgrade hat jetzt leider nicht mehr geklappt, aber die Sonne brennt vom Himmel, keine optimalen Bedingungen. Von daher, ich bin zufrieden. Hätte mir gestern jemand gesagt um 15 Uhr, dass ich die 6 Wertungsfische voll mache, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Aber es hat geklappt. Von daher, ich glaube, es ist ein relativ solides Ergebnis und wir werden später sehen, ob es gereicht hat. Das war's. Kein Fisch auf dem letzten Wurf. Trotzdem bin ich heute dann eigentlich relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe ja morgens gesagt, das ist die Todesgruppe. Dafür, ich glaube, wir haben 4 oder 5 Fische gefangen. Ein paar schöne dabei. Ich bin happy. Wenn es jetzt nicht gereicht hat, dann muss man sagen, haben die anderen es einfach auch sehr gut gemacht und verdient. Deswegen bin ich jetzt gespannt auf die Siegerehrung und trinke jetzt erstmal ein kaltes Wasser. It was a tough day yesterday, but today we had many fish that we had to calculate and count the standings. I did it twice because it's very close. The 6th place from today would have finished 2nd in Group A. So it's an incredible good result. So I'm very sorry that I have to send 3 of you home. But yeah, it is what it is. We're gonna start with the winner of this group. Maybe the best tournament fisherman we do have in Germany, Mr. Dustin Schöne. Well done, Dustin. Thanks. Good fish. Danke. And then we go to the second angler, the second place of this group. Congratulations to my African brother, Brandon Andriani. If I calculated correctly, which I really hope, the 6th place has 427 point something points, and that's Florian Ober. Then we have a victim of the topwater rule. If this rule would not have existed, he would have finished 3rd. I'm sorry that we have to send the 3rd Dutchman home. 5th place, Evert Oostam. Great fish. I think about 1 point more than Flo. Around 1 point more. And yeah, Malte, you did a really good job today. Yesterday was not perfect, but you made it up today. 1 Zander and I think 4 pikes. So exactly the fish that you needed. You also made a great topwater point. But the biggest pike of this day and of this tournament in 2021 was caught by Frédéric Julien. And this fish brings you to the next round, Fred. Congratulations. Das war die Gruppe C. Was für ein Finish und was für eine Abschlusstabelle. 10,2 Punkte Differenz zwischen Platz 3 und 6 machen deutlich, wie knapp es in dieser Gruppe zuging. Dustin Schöne kommt mit einem ausgeglichenen Scoreboard, vor allem aber mit einem richtig großen Zander in die nächste Runde, in der er in Gruppe 2 auf Veit Wilde, Dirk Ostrowski und den Gruppendritten Frédéric Julien trifft. Der Franzose konnte vor allem am Polder überzeugen und den größten Hecht des bisherigen Turniers fangen. Daniel Andriani qualifiziert sich mit soliden Fischgrößen aller Arten und einer starken Topwater-Performance für die nächste Runde, in der er gegen Jan Pusch, Toon van Ham, Marc Pachowski und Sylvain Legendre fischen wird.
Malte Gatz scheidet trotz guter Punktzahl aus. Ihm fehlt in erster Linie ein besserer Zander. Ewert Oosdam und Florian Ober können ebenfalls gute Scoreboards vorweisen und sind wohl am ehesten am Topwater-Angeln gescheitert, denn beide investierten hier viel Zeit, ohne mit Punkten dafür belohnt zu werden. Wir hoffen, dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns und würden uns sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Am kommenden Sonntag startet dann die 4. und letzte Gruppe D, in der unter anderem Titelverteidiger Enrico Di Ventura ins Turnier einsteigt. Macht's gut!